Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich euch zwei kleine Gadgets wieder mitgebracht, und zwar habe ich die wieder bei AliExpress bestellt. War recht günstig und ich stelle die euch jetzt vor, und zwar ist das einmal ein USB Smart Adapter, wo ich also mit meiner Tuya App über ein elektrisches Relais meinen USB-Port steuern kann. Da freue ich mich drauf, dafür habe ich auch schon eine Verwendung. Aber erstmal probieren, wie es wirklich funktioniert. Und dann habe ich noch was für euch mitgebracht, und zwar eine extrem günstige Webcam. Ja, die kostet keine 6 Euro. Und die probiere ich jetzt mal aus, und damit will ich vielleicht mal das ganz günstige Game-Setup vervollständigen. Ja, die anderen Sachen habe ich euch ja schon vorgestellt. Da bin ich echt mal gespannt, was die wirklich kann für den Preis und nicht mal 6 Euro. So, ich habe also nochmal für euch nachgeschaut. Die Webcam hat 5,84 Euro gekostet und der Smart Adapter für USB 3,33 Euro. Los geht's mit dem USB Smart Adapter. Hier steht nur Mikro drauf und Unterstützung von Apps aus dem Google Play Store und dem App Store, aber eine richtige Marke hat das Teil nicht. Spielt auch jetzt erstmal so, glaube ich, keine Rolle. Hauptsache es funktioniert. So, da ist er nun, der Adapter. Ein USB ein, ein USB-A Ausgang. Ist ja nichts weiter als ein Relais, was man über WLAN steuern kann. Dieses hier, was ich habe, das kann maximal 2,5 Ampere. Ist also nicht allzu viel. Also wenn ihr sowas benutzt, achtet drauf, was ihr für Geräte anschließt, ja, und was ihr damit machen wollt. Hier ist ein CE-Zeichen drauf, RoHS-konform. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem CE-Zeichen. Viele dieser günstigen chinesischen Produkte haben das CE-Zeichen drauf, aber ob es denn wirklich ein echtes CE-Zeichen ist, das wissen wir nie so genau. Auf der Oberseite haben wir nur einen Ein- und Ausschalter, und das ist auch schon alles. Ich verbinde den Smart Adapter jetzt mal mit meiner Powerbank, damit ich mal gucken kann, ob es denn auch wirklich funktioniert. Glücklicherweise liegt dem Gerät auch eine winzig kleine Anleitung bei, so dass wir schon mal wissen, was das Licht bedeutet. Das rote Licht bedeutet aus, das blinkende blaue Licht bedeutet Quick Pairing Mode, und das dauerhaft blaue Licht heißt, es ist verbunden. Spezifikation hatte ich schon mal was dazu gesagt. Maximal 2,5 Ampere kann das Teil. So, ich schalte es mal kurz ein. Dann müsste es eigentlich blau blinken. Und jetzt versuchen wir es mal zu verbinden. Gerät hinzufügen. Jetzt ist es aus, und wir probieren ihn einfach mal einzuschalten. Das blaue Licht ist angegangen. Das rote Licht ist an. Er scheint also zu funktionieren. Ob es aber auch wirklich tut, probieren wir es mal, indem wir auch eine Last dranhängen. Damit ihr das relativ leicht sehen könnt, habe ich hier mal eine kleine LED-Leiste angeschlossen, und jetzt probieren wir es einfach mal einzuschalten. Und wie ihr sehen könnt, es funktioniert. Wofür brauche ich das denn für die USB für kleine Last? Ich brauche sowas für meine Lautsprecher am PC. Die haben doch einen Drehschalter zum Einschalten, und das ist mir relativ lästig. Mit dem Einschalten immer genau die Stelle wiederfinden und jedes Mal ein- und ausschalten. Wer von euch Tuya noch nicht kennt, Tuya ist ein offenes System zur smarten Vernetzung eurer Geräte im Haus. Tuya ist ein Hersteller, der hat sich spezialisiert eigentlich auf WLAN-kompatible Geräte, also wenn ihr viel mit WLAN machen wollt. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Hauptsache des heutigen Videos. Eigentlich wollte ich euch mal diese Webcam vorstellen. Sie soll dazu dienen, dass wir unser günstiges Gaming-Setup vervollständigen können. Alle Teile, die wir dazu bestellt haben, waren unter 10 Euro. Diese Webcam hier auch. Die soll eine HD-Auflösung bringen, das werden wir testen. Und der Hersteller verspricht schon mal relativ viel. Also einfach Plugin, dann soll es funktionieren. Built-in Mikrofon 1080p. High Quality Class Lens. Okay, ob das für den Preis drin ist, wir werden sehen. Ja, Clear Image. Ganz wichtig, wenn der Hersteller das verspricht, dann wird das wohl auch so sein. Na, dann machen wir mal auf das Überraschungspaket.
So, eine super, mega, hyper lange Anleitung. Transmission Rate. Also wenn es hier nach der Transmission Rate gehen würde, würden wir auf 4K können. 3840 mal 2160. Aber ich glaube, das ist ein allgemeiner Zettel, der gilt für verschiedenste Webcams. Da legen wir mal nicht so viel Wert drauf. Der Hersteller hat am Karton angekreuzt HD. Dann wird es auch HD sein. Das erste, was mir auffällt, ist, wir haben ein kleines Schiebepinökel vor die Kamera, ja, dass wir unerwünschten Zuschauern die Sicht versperren können. Das ist schon mal okay. Ja, hier ist noch eine Folie drauf. Die werden wir mal entfernen, weil sonst wird das Bild wohl nicht besonders gut werden. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ist der klassische Klemmmechanismus. Ja, haben wir schon an mehreren Webcams gesehen. Hier ist auch ein WLAN-Symbol dabei. Ja, weiß ich noch nicht ganz genau, wie mich das weiterbringen soll. Und eine Power-On-LED. Ansonsten nichts dran. Interessant, interessant. Der Hersteller verspricht uns, wir haben einen Autofokus, ja, und ein eingebautes Mikrofon. Na, das macht mich sowas von neugierig. Also werden wir sie gleich installieren und ausprobieren. Die Webcam hat jetzt ihren Platz gefunden neben ihrem ebenbürtigen Gegner. Das ist ebenso eine günstige Webcam aus Fernost. Ja, die war natürlich etwas teurer, die Jellycom. Die benutze ich, die funktioniert so leidlich. Ja, und jetzt werden wir sie mal beide gegeneinander antreten lassen. Vielleicht überzeugt mich die neue Webcam ja doch so sehr, dass sie bleiben darf, und dann muss der Vorgänger weichen. So, liebe Freunde, alle drei Kameras laufen. Ihr wundert euch jetzt sicher, warum 3 Kameras. Ich habe euch ja nur die beiden Webcams gezeigt, aber zum Vergleich dazu habe ich auch nochmal meine normale Kamera mit ins System eingebunden, mit der ich meine Videos so mache. Das dürfte euch relativ leicht fallen zu erkennen, welches die gute Kamera ist und welches die beiden Webcams sind. Ja, obwohl es auch bei diesen beiden Webcams schon deutliche Unterschiede gibt. Also ihr werdet sicher schon erraten haben, welches die gute Systemkamera ist und welches die beiden Webcams sind. Aber ich muss auch sagen, es sind einige Unterschiede zu sehen. Ja. Allein wenn ich mir die Farben angucke, ja, man sieht ja, dass die Canon ein relativ gutes Farbmanagement hat, eine schöne Hautfarbe macht, alles super. Meine bisherige Webcam, die ich habe, die hat irgendwie einen leichten Hang ins Rote. Die Jellycom, ja, und die neue, die kein Hersteller hat, die hat irgendwie einen Schlag ins Grüne. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, das nochmal ein bisschen auszugleichen, und dann schaue ich mal, ob das Bild besser wird. Leider war das nicht sehr erfolgreich. Also die Grünstichigkeit der neuen Webcam konnte ich leider nicht in den Griff bekommen. Ja, es ist etwas besser geworden. Aber so richtig zufrieden wäre ich mit dieser Sache nicht. Was man natürlich auch sieht, ist, dass die Jellycom dagegen ein richtig gutes Stück ist. Ist es kein Vergleich zur Systemkamera, aber allein, wenn ich das Farbmanagement sehe, ja, das ist 100% besser. Jetzt schauen wir noch mal, wie der Autofokus funktioniert bei dieser Webcam. Der hat ja einen. Gucken wir mal. Ja. Ja, ist das ein Autofokus oder ist das ein Fixfokus, der über alle Bereiche macht? Ich versuche mal halt mein Gesicht zu zeigen. Ich denke mal eher, da wären wir beschummelt. Ja, das ist ein Fixfokus, der ab 5 cm einfach alles scharf macht. So, die Jellycom dagegen. Ja, also sehen wir mal. Oh, die Hand wird scharf gestellt, Gesicht ist unscharf. Hand nehmen wir weg und zack, Autofokus funktioniert, Gesicht wird scharf. Ja, da ist ein echter Autofokus vorhanden. Die Kamera hat auch die Webcam nur 20 € gekostet. Das ist aber durchaus eine brauchbare Webcam, die man mal benutzen kann. Wenn man natürlich was Höherwertiges machen will, lieber zu einer vernünftigen, teuren Cam greifen, wie hier die Systemkamera. Das ist natürlich um Längen besser.
Was ich jetzt noch probieren kann für euch, ist der Ton. So, jetzt testen wir mal das interne Mikrofon der Full HD Webcam. Ja, die Ergebnisse von dem Mikrofontest waren wirklich sehr ernüchternd. Da will ich euch auch nicht mehr davon antun. Ich glaube, jetzt haben wir auch genug getestet. Jetzt kommen wir mal zu einem Fazit. Ja, liebe Freunde, da habt ihr gesehen, wie diese tolle Webcam in Full HD und mit internem Mikrofon funktioniert. Es ist wie immer im Leben, you get what you pay for. Ja, ihr wundert euch sicher, dass ich vielleicht sowas teste. Ich mache das, damit ihr das nicht müsst. Ja. Und ihr wisst genau, wenn ihr jetzt so ein Angebot seht von AliExpress mit einer Webcam von einem Preis unter 10 Euro, lasst es sein. Ihr habt auch gesehen, es gibt aber auch in dieser günstigen Preisklasse Webcams, die durchaus etwas besser funktionieren, wie diese Jellycom, die ich da oben drauf habe. Die hat einen echten Autofokus, kommt auch mit dem Farbmanagement besser klar, wenn auch die Bildauflösung nicht so High-End ist, aber die hat auch keine 20 Euro gekostet und die funktioniert relativ gut. Also, wenn ihr so ein Angebot seht für eine günstige Webcam, schaut genau hin, gebt lieber 10 Euro mehr aus, werdet da glücklicher mit. So, das zweite Gadget, was ich getestet habe, war ja dieser super USB Smart Adapter. Von dem bin ich begeistert. 3 Euro gut investiert, der funktioniert. Ja, kann ihn in mein Netzwerk hier zu Hause einbinden. So, liebe Freunde, das war's. Ja, das war wieder eine Folge von AliExpress Gadgets. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt fleißig Kommentare, ja, auch wenn ihr euch mal was anderes wünscht, was ich gerne mal für euch testen soll. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde. Und alle, die es noch nicht gemacht haben, Kanal abonnieren, ja, damit ich motiviert bin, noch das eine oder andere für euch zu tun. Unterwegs mit